wurde eingesetzt als Redakteurin für ausländische Literatur. Das war ziemlich lächerlich, weil ich hatte die ganze Welt und 6 Kollegen hatten DDR. Also für die DDR gab es 6 Kollegen und für die restliche Welt, die BRD eingeschlossen, gab es mich. Und da habe ich zu Beginn, also weil ich mir dachte, das kannst du ja gar nicht. Wie willst du denn jetzt? Du hast ja nicht, weißt ja nichts von der französischen oder italienischen Literatur. Da habe ich mir aus den profiliertesten Literaturwissenschaftlern zu einzelnen Sprachen, habe ich mir so eine Art Team zusammengestellt und habe mit denen beraten, was wir unbedingt rezensieren müssten und was besonders wichtig sei. Ja, es gab diese Behörde, das Ministerium für Kultur und die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel. Dieser Hauptverwaltung HV Verlage stand später dann Klaus Höpke vor. Und diese Behörde hatte letztlich zu entscheiden, man sagt, das war eine Zensurbehörde, ja, aber so einfach ist es nicht. Eigentlich hat man dort durchaus versucht, Dinge durchzubringen. Aber es gab natürlich drüber noch das ZK. Und die Kulturabteilung des ZK hatte letztlich mehr Macht als das Ministerium. Und es wurden bei schwierigen Büchern wurden Gutachten angefordert. Ja, problematisch für mich, also für meine Arbeit, war nicht etwa USA-Literatur oder BRD-Literatur. Problematisch wurde dann die sowjetische Literatur. Ab dem Zeitpunkt, als Gorbatschow dort weitreichende Reformen anstieß. Da wurde die Sowjetliteratur problematisch und da hatte ich tatsächlich auch Schwierigkeiten, manchmal diese Bücher ins Blatt zu bringen, weil die sowjetische Literatur sowieso viel offener mit Konflikten umging, als es die DDR-Literatur tat. Ich denke, dass viele DDR-Schriftsteller auch so ein Gefühl dafür hatten, dass sie veröffentlichen können und was nicht. In der Sowjetunion war das anders, weil, das ist ja ganz klar, die Sowjetunion befand sich nicht an der Grenze zum anderen System, während die DDR an der Systemgrenze war und außerdem die gleiche Sprache gesprochen wurde wie in der BRD. Also alles, was in der DDR an kritischen Meinungsäußerungen gedruckt wurde, das hatte dann in der BRD ein entsprechendes Echo. Also erstmal musste man sehen, dass ein Buch rauskommt und dann musste man sehen, dass es auch rezensiert wird. Allerdings mitunter um den Preis, dass bestimmte Konflikte, die in diesem Buch genannt werden, nur angedeutet, nur vorsichtig angedeutet sind. Das war der Preis dafür, dass eine Rezension erscheint und dass das Buch dadurch auch, ja, will ich sagen, was im ND rezensiert war, das hatte im Prinzip einen gewissen Schutz. Das konnte dann auch in anderen, konnte dann nicht mehr so, also er könnte persönlich konnte ein Rezensent natürlich sagen, dass er das Buch nicht mag. Das ist immer möglich, aber es konnte nicht mehr irgendwo eingeschränkt werden, dass dazu zum Beispiel Veranstaltungen stattfinden. Also die Leitungen in den Kreisen und Bezirken haben das dann nicht als etwas Feindliches betrachtet. Deshalb war es sehr wichtig, dass man im ND also auch Bücher von DDR-Autoren möglichst nicht verrissen hat, weil man genau wusste, was das für die Autoren auch bedeutet. Das ND war wirklich eine große Macht. Das war das Sprachrohr, ja. Also deshalb musste man da schon überlegen, wie gut man damit umgeht. Die Literatur schützen, ja. Ich musste es optimal schaffen, dass es veröffentlicht wird. Also ich habe nie erlebt, das ist nämlich wunderbar, ich habe nie erlebt, dass ein Artikel sozusagen nachts vom Chef vom Dienst von der Seite geschmissen wurde. Das ist anderen Leuten ist das auch passiert. Aber wenn dir sowas passiert, dann schauen sie deine Texte hinterher nochmal mit Argusaugen an und du hast es überhaupt nicht leicht. Also bin ich vorher zu den Leuten hingegangen, habe die beredet, habe es ihnen gezeigt, habe gesagt, was hältst du davon? Sagt er, also an der Stelle weißt du, das sage ich, kann ich erklären. Da kann ich dann schon ein bisschen argumentieren und erklären und dann kommt es in die Zeitung. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also die
Schwierigkeiten fingen ja auch viel später an. Also es war, als ich 71 in die Redaktion kam, da hatte gerade Honecker die Macht übernommen. Und alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Also da, er stellte sich als großer Förderer der Vielfalt in den Künsten dar. Und das endete aber mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann. Das war die Zäsur 76, das war die Zäsur, dass ein härterer Wind wehte. Und das habe ich dann aber schon begriffen. Also ich war zu der Zeit, als Biermann ausgebürgert wurde, mit einer Delegation der DDR, des DDR-Schriftstellerverbandes in Moskau, zu einer Konferenz. Es gab dort regelmäßig irgendwelche Arbeitstreffen, war interessant. Und da saßen wir abends zusammen und waren total traurig und haben gesagt, jetzt fängt eine neue Eiszeit an und wir können es nicht ändern.